Willkommen auf meinem Kanal. Heute machen wir eine ganz leckere scharfe Bratwurst nach meinem Rezept. Ich wiege jetzt als erstes mal meine Gewürze ab und schneide mal meine Kräuter vor. Ich habe jetzt Petersilie, dann habe ich pro Kilogramm eine Zwiebel, also 3 Zwiebeln habe ich jetzt. Und was ich noch habe, das ist ein bisschen Bohnenkraut und das kommt später alles noch dazu. Zwiebeln tun wir jetzt ein bisschen vierteln, ganz grob. Zwiebel muss bei mir immer dran, das ist ganz lecker. Dazu kommen noch 4 Zehe Knoblauch, auch ein bisschen klein geschnitten. Geht alles dann so durch den Wolf durch. Meine Familie in Brasilien sagt immer Knoblauch, Salz, Pfeffer und Zwiebeln und nicht mehr. Nun kommen wir zur Gewürzmischung. Ich habe jetzt 3 Kilogramm Fleisch und benutze dafür 63 Gramm holländisches Meersalz. Dann dazu weißer Pfeffer 12 Gramm. Dazu eine Hot Chili Yellow, die ist hammermäßig scharf. Habe ich selbst getrocknet im Gourmet Max, ein bisschen vermahlen. Dann benutze ich Makisblüte 7 Gramm. Dann benutze ich Ingwer 1,5 Gramm. Koriander 1,5 Gramm. Und dann noch Ascorbinsäure benutze ich noch 1 Gramm. Ja, das ist alles. Das fülle ich schon alles in eine Schüssel rein. Komplett die ganze Gewürze und tue es gleich schon mal ein bisschen vermengen. Meine Frau ist gerade eben reingekommen und hat gesagt, boah, wie riecht das so gut. Das ist auch diese Muskatblüte, die ich jetzt hier rein gemacht habe. Das riecht einfach nur Hammer. Und ich denke, dass es auch so schmeckt. So, das tue ich jetzt einfach ein bisschen, vermische ich schon in der Schüssel. Gucke, wenn da irgendwelche Pfefferknolle drin sind oder sowas. Ein bisschen rausmache, dass man keine Gewürznester kriege. Knoblauch und Zwiebeln dazu und Kräuter. So, das tue ich dann auch schon gleich ein bisschen vermengen. So, ich habe jetzt hier Schweineschulter, Schweinebauch und Schweinebacke. Genaues Rezept schreibe ich euch in die Infobox. Das habe ich ein bisschen vorgefroren und ich schneide mal da kleine Stücke raus, dass dann durch den Fleischwolf geht. So, ich habe das ein bisschen runtergeschnitten. Und da kommt es dann so durch den Fleischwolf durch. Also insgesamt habe ich 3 Kilo Fleisch. Aber das könnt ihr ja dann im Rezept lesen. Ich stelle euch genau nochmal ein Rezept zusammen auf 1 Kilo. Ist alles schön gefroren. Da geht es auch schön durch den Fleischwolf durch. Schönes Fleisch vom Schlachthof. So, ich habe jetzt das magere und fette ein bisschen verteilt, dass überall alles gleich ist. Und da gebe ich auch schon mal unsere Gewürzmischung hinzu. So, das tue ich dann noch vermischen. Und dann geht es ab durch den Wolf. Und das riecht so lecker. Das ist so der reine Wahnsinn. Ne? So, Fleischwolf zusammenbauen. So, ich habe mal schon ein bisschen was drauf gegeben. So, lassen wir mal die erste Tour durch. So, dann machen wir mal die nächste Tour. Gehen gut 2 Kilo drauf da oben. Schmeißt das richtig raus, merkst du das? Ich spauze das halt richtig raus. So, wenn ihr den Fleischwolf sehen wollt, könnt ihr auch bei mir die Videos einen Testbericht sehen. Der ist von Begetal. Schaut es euch mal an. So, was jetzt halt immer ganz wichtig ist, das muss sehr, sehr gut gemengt werden. Und anders wird eure Bratwurst nichts werden. Es müsst ihr sehr, sehr gut mengen, dass es eine klebrische Bindung hat. Dann wird die Bratwurst auch super. So, und das wird dann so lang gemengt,
bis es eine richtige Bindung hat. Ich habe das jetzt gerade eben mit meiner KitchenAid probiert, aber das funktioniert nicht. Das funktioniert schon, aber das ist noch mehr Arbeit, wie wenn du das mit der Hand machst. Also mit der Hand, dann hast du auch das Gefühl, wann es gut ist, und du weißt auch, dass deine Wurst in Ordnung ist. Das Einzige, es ist sehr, sehr, sehr kalt. Boah, Wahnsinn. Also ich gehe noch mal kurz durch, dann sollte das in Ordnung sein. Es ist sehr, sehr kalt. Oh, das ist Wahnsinn. Es ist kalt ohne Ende. Oh. Oh. Oh Gott. Oh, es ist kalt. So ein kleiner Test, seht ihr? So sollte es dann sein. Das ist dann richtig klebt in die Finger. Dann ist es okay. Zum Schluss tue ich das nochmal durchmengen und dann ist es 100%. Es gibt eine super Wurst und das kommt jetzt nochmal gleich im Kühlschrank. Das ist noch eisig kalt, da fallen da bald die Hände ab. Das ist Wahnsinn. Das ist das, was ich gar nicht gern mache. Es tut richtig weh. Ich kann aber auch nicht mit Handschuh schauen, da kann ich nichts machen. Tut mir leid. Das Fleischbrät macht der Beste so Balle. Und gibt das dann hier so rein. Schmeißt das hier rein. Ja, da kriegt er wenig Luft in die Bratwurst. Das ist wunderbar. Das ist jetzt ein 5 Kilo Fülle. Ist eiskalt noch alles. Und das ist super. Gucke, dass die Dichtung, Entlüftung in Ordnung ist. So. Und drehe, bis das erste Brät kommt. Dann ziehen wir schon ein bisschen Darm drauf. So. Es gibt ein paar Bratwürste. Machen wir eine zum Test gleich. So, ich habe mal schon 3 durchgelassen. Ein Stopfer dazu, ein Stecher dazu noch, und nachher tun wir das noch abdrehen. Ihr seht ja, das geht ganz von alleine, ohne dass ich irgendwas mache. So, dann tun wir es auch gleich abdrehen. Einmal rechts und einmal links. Rechts und links. Umso länger ihr es dreht, umso fester wird es. Rechts, links, rechts, so, und links. Dann gehen wir hin, tun ein bisschen die Luft rausstechen, was jetzt dort drin ist. Da ist es gut. Habt ihr super Bratwürste. So, da kann man schon die nächste wieder nicht zu dick machen und auch nicht zu dünn, weil ihr müsst sie ja noch abdrehen. So. Es geht ja hin. Daumen und Zeigefinger. Und dann einmal nach rechts drehen. Und dann Daumen und Zeigefinger einmal nach links drehen. Könnt ihr einmal freilassen. So, und immer nach rechts drehen. Einmal freilassen. Also einmal freilassen. Und nach rechts drehen. Freilasse und dann wieder nach rechts drehen. Und dann habt ihr es auch. Das ist genau dasselbe. Nur, dass wir noch schneller sind. So, schaut es euch nochmal an.
Das sind jetzt ungefähr 35 Stück. Und ich habe verschiedene Därme genutzt. 28, 32 hauptsächlich. Waren noch ein paar andere dabei. Das waren so Reststücke noch, was ich übrig hatte. Musste auch mal wegmachen. Ja, also so sieht's aus. Gucke, die Luft noch raussteche. Wenn ein bisschen Luft drin ist, einfach ein bisschen wegsteche. Und dann sind die in Ordnung. Die riechen, das ist abartig. Richtig lecker. Sowas kriegt er nirgends. Außer vielleicht in der Metzgerei, aber selbst gemacht und mit eigenen Gewürze, das ist einfach nur der Hammer. Gut, dann ich sag mal wieder Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Marius Channel. Ciao, ciao.